Hi und herzlich willkommen zu dieser ersten Folge von Strap Talk. In diesem Videoformat bzw. dieser Serie soll es darum gehen, dass ich euch verschiedene Uhrenarmbänder vorstelle. In diesem Fall heute für die Citizen ProMaster. Ich hatte die Uhr lange Zeit jetzt am standardmäßigen Polyurethanband. Das gibt es aber auch so langsam, wie man hier ein bisschen sehen kann. Ich weiß nicht, ob die Kamera das jetzt scharf stellt. Also wenn man das Band so ein bisschen biegt, sieht man, dass man hier erste Rissbildung hat im Band nach knapp 3 Jahren. Die Rückseite sieht noch ziemlich gut aus. Auf der Unterseite ist es auch so ein bisschen, naja, nee, die sieht noch ein bisschen besser aus. Aber man sieht es hier auch noch auf der Vorderseite, da wo die Einheiten für die Berechnung der Dekompressionszeiten sind, ist die Aufschrift jetzt auch nahezu abgerubbelt bzw. abgewaschen. Ich hatte auch ein Lederband für die Uhr, was, wie ich fand, eigentlich auch ganz cool aussah. Allerdings, ich rücke so ein bisschen mehr ins Bild, mit der Zeit leider auch nicht mehr so schick aussah. Nach zwei Jahren, glaube ich, hat das Lederarmband doch sehr eingebüßt in seiner ursprünglichen Farbe. Es war mal deutlich heller, das Braun. Und ja, deshalb habe ich mir gedacht, ich ersetze das Ganze mal. Das alte Band können wir ja schon mal hier wegpacken. Das machen wir auch. Und zwar habe ich mir bei Amazon eins von den sogenannten Bison Straps bestellt. Für, ich glaube, 15 Euro. 15 Euro müssen es gewesen sein. Und ich wollte einfach mal gucken, was taugen diese Armbänder, was bekommt man für den Preis. Jetzt muss ich mal kurz einen Schluck Kaffee trinken hier. Genau. Und möchte ich das einfach mal zusammen mit euch auspacken. Es wird nämlich auch noch ein Werkzeug mitgeliefert. Gucken, ob man das so einfach aufbekommt hier in die Packung. Ja, es ist relativ fest zu. Ich muss mal kurz ein Messer mir besorgen zum Öffnen. So. Jetzt sollte es gehen. Jetzt können wir die Packung hoffentlich öffnen. Jawohl. Dann sehen wir, dass das Band nochmal verpackt ist. Hier auf der Verpackung steht sonst nichts Aufregendes drauf. Legen wir mal zur Seite. Und hier sehen wir dann in einer zusätzlichen Folie das eigentliche Band eingepackt. Sieht auf den ersten Blick ganz schön aus, der Braunton, wie ich finde. Soll so ein rotbraun sein. Auf der Packung steht Rosso Marrone, also genau rotbraun. Und der Farbton sieht an sich ganz schön aus. Ich weiß nicht, ob man es auf der Kamera durch die Verpackung sehen kann. Wir packen das Band aber natürlich auch gleich noch aus. Wir sehen hier auch gleich die Schnellverstellung für das Armband. Dann brauchen wir theoretisch bzw. hoffentlich das Armbandwerkzeug, was hier auch noch mitgeliefert wird, überhaupt nicht. Werden wir gleich mal testen. Aber ich packe es jetzt erstmal aus der Folie aus. Dann können wir es nochmal uns genauer ansehen unter der Kamera. Also es macht auf den ersten Blick bzw. so im ersten Moment einen ganz guten Eindruck. Es ist halt ein relativ dickes Stück Leder, was man hier bekommt. Aber die Kamera stellt es leider nicht so richtig scharf. Ich muss ein bisschen weiter weggehen. Also es hat schon eine gewisse Dicke. Ich kann es mal mit dem Messschieber nachmessen. Ich weiß nicht, ob es schon klein genug ist, die Einstellung. Ja, das zeigt mir hier sogar 3,1 mm Materialstärke an, was schon ganz schön ordentlich ist. Dann messen wir auch nochmal nach, ob es wirklich 20 mm sind, Bandanstoß, die ich bestellt habe. Ja, das sollte passen, das sind hier 19,9, die ich mit dem Messschieber bekomme.
Die Seite können wir spaßeshalber auch nochmal nachmessen. Sollte aber auch passen dann. An der oberen Stelle sind es auch 19,9 mm. Also das sollte dann wirklich problemlos passen. Um den ersten Eindruck zu bekommen, können wir das Ganze ja auch nochmal hier an die Uhr anlegen. So. Ich finde, das sieht auf den ersten Blick ganz cool aus. Also passt ganz gut zu der Uhr. Das Leder, ja, ich habe mir ein paar Reviews durchgelesen, da wurde gesagt, dass es am Anfang relativ hart und unflexibel ist, das Armband. Also es ist jetzt auch, auf den ersten Blick wirkt es für mich wirklich relativ fest. Aber ja, ich denke, dass sich das mit der Tragezeit dann geben wird. Die, ja, wie nennt man das? Diese Dinger hier sind dann nicht mehr ganz so dick vom Leder her. Das sind dann da in den meisten Fällen dann so die Schwachstellen, die mit der Zeit nachgeben. Aber ja, die Schließe ist hochglanzpoliertes Edelstahl. Sieht auch ganz schick aus. Und dann gibt es hier drumherum noch so, ja, ich zeige es mal kurz hier mit dem Werkzeug, kann man es schöner sehen, damit es auch mal zum Einsatz kommt hier. Gibt es hier noch so 2 Ziernähte, die sich auch auf der Rückseite des Bandes fortführen. Die Naht ist nicht durchgängig, also die weiße Naht. Auf der Rückseite ist die Naht dann schwarz, wie man hier sehen kann. Und hier sieht man nochmal das Schnellverstellungssystem. Ja. Bin gespannt, wie das dann gleich ist. Sieht aber erstmal soweit alles ganz schön aus. Hier steht noch Genuine Leather Handmade eingestanzt. Die Kamera stellt sich leider nicht so richtig scharf, jetzt kann man es erkennen. Genuine Leather Handmade. Ja, auf den ersten Blick wirklich ganz schick, das Armband. Ich werde es jetzt mal an die Uhr anmontieren. Dann schauen wir uns das Ganze mal genauer an. Ich hoffe, dass es einigermaßen leicht geht. Durch das Schnellverstellungssystem sollte das ja eigentlich kein Problem sein dann. Ja, das hat schon mal nicht geklappt. Ich glaube, hier an der Seite ist es schon drin. Ja, ist jetzt natürlich die falsche Seite, oder? Das ist richtig rum. Ich schaue gleich mal, ich bin da manchmal ein bisschen verwirrt. Ich glaube, ich habe es jetzt falsch rum montiert, aber das werden wir dann gleich sehen. Ich mache das hier gerade zum ersten Mal mit der Feinverstellung. Ich hatte sonst immer den standardmäßigen Bandanstößen, die Armbänder gehabt. Jetzt wieder raus. Ich glaube, normalerweise geht das noch schneller als so, wie ich es jetzt mache. Nee, ist doch richtig rum. So. Sieht wirklich ganz schön aus, finde ich. Passt auch ganz gut zu dem dunkelblauen Ziffernblatt. In schwarz, also mit dem schwarzen ProMaster Modell würde es, glaube ich, auch ganz gut aussehen. Ich lege die Uhr jetzt mal an, dann sehen wir, wie sich das Ganze am Arm verhält. Ich muss einmal kurz hier. Ja, tatsächlich ein bisschen kompliziert. Hier mit dem Kamerastativ. So. Ja. Das ist fast ein Ticken zu eng. Ich glaube, ich muss noch ein Loch weiterstellen, das Ganze. Ja, das ist ein bisschen fummelig hier. Okay. Okay, das
Das Teil hier ist fest. Ich dachte gerade, das lässt sich auch noch verschieben, aber nur die zweite Feststellung. Ja, könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, wie die Dinger heißen. Mir fällt es gerade nicht ein. Die lässt sich verschieben. Jetzt ist es halt ein bisschen locker. Vielleicht habe ich das Pech, dass ich so zwischen zwei Größen bin hier. Was sagt ihr? Also ich finde das Band im ersten Moment jetzt wirklich ganz schick. Ich finde es passt gut zur Uhr. Gibt dem Ganzen nochmal so ein bisschen einen eleganteren Charakter. Obwohl das Band jetzt natürlich auch nicht zu einer Dresswatch passt, aber so ein ja, sportlich elegantes Lederband und die Farbe passt ganz gut zum Herbst jetzt. Also wirklich ganz okay auf den ersten Blick für den Preis, was man da geboten bekommt. Also 15 € für so ein dickes Leder. Es ist die Frage natürlich, wie haltbar das Ganze ist. Das ist dann ja auch bei günstigeren Bändern das Problem und beziehungsweise der Schwachpunkt. Aber so als erster Eindruck wirklich erstmal ganz schick. Ich halte euch dann natürlich auf dem Laufenden, wie das Ganze sich in ein paar Wochen und Monaten verhält. Aber gerade mit dem Schnellverstellungssystem ist es natürlich auch sehr praktisch und schnell mal gewechselt, das Band. Also ja, gefällt mir ganz gut. Genau, das Band könnt ihr dann bei Amazon bestellen. Ich habe da auch keine Kooperation oder so mit denen. Also es handelt sich jetzt hier wirklich nicht um Werbung oder sonstiges. Aber ja, wenn die Farbe gefällt und wer keine Lust hat, sehr viel Geld für ein Lederband auszugeben, der kann das hier doch durchaus mal ausprobieren. Hier unten sieht man dann noch die 20 eingestanzt. Das ist dann für den Durchmesser des Bandes, beziehungsweise gibt den Durchmesser an. Und ja, das soll es auch schon gewesen sein. Also ich hoffe, ihr habt einen kleinen Eindruck bekommen können von dem Uhrenarmband und wie es sich montieren lässt, beziehungsweise auch von dem Lieferumfang, der mit dem Bison Strap kommt. Man erhält, wie gesagt, hier noch dieses Werkzeug dazu, falls man vielleicht selber eigene Federstege aus der Uhr, beziehungsweise von dem Band, was man quasi vorher hatte, montieren möchte. Das geht natürlich auch, dass man dann die eigenen Federstege benutzt und dafür ist dann dieses Werkzeug dabei. Finde ich eigentlich auch ganz nett. Also hat man ja gerade als jemand, der sich sonst nicht so mit Uhren beschäftigt, auch nicht immer unbedingt zu Hause so ein Verstellungswerkzeug. Ja, von daher wirklich cool. Alles klar, ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag beziehungsweise einen schönen ersten Advent, je nachdem, vielleicht auch zweiter Advent, ich weiß nicht genau, wann das Video jetzt online kommt, aber das soll es von meiner Seite erstmal gewesen sein. Danke fürs Zusehen und falls euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Alles klar, macht's gut, ciao!